Im heutigen Video legen wir an dieser Stelle hier los. Das heißt, ich muss höchstwahrscheinlich 2 Baseplates hier verlegen, vielleicht 1 und 2, da gehe ich von aus, denn ich möchte gerne den Gleisunterbau machen. Also den Unterbau muss ich wirklich per Hand machen. Ich habe keine Formteile da, ich muss alles selbst gestalten. Ich zeige euch auch anschließend die Weiche, wie ich sie gemacht habe. Ich möchte hier das Gefälle wieder richtig anpassen. Hier haben wir noch so einige Knicke drin, die ein bisschen hart sind. Wir haben Platz, wir können langsam runtergehen und von daher alles kein Problem. Ich zeige euch die Weiche, wenn ich mit der fertig bin. Als erstes habe ich jedoch hier erstmal 2 Baseplates eingefügt, damit wir ein bisschen Fläche haben und halt arbeiten können, und ich habe auch die Weiche soweit fertig. Ich zeige es euch einmal von vorne. So sieht es aus, also den Unterbau wirklich komplett selbst gemacht, wie ihr seht hier auf der Rückseite. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Da war richtig viel zu tun. Es ist immer ein bisschen, wie man hier so schön sagt, Fuckelarbeit, aber es hat funktioniert. Jetzt heißt es, damit diese kleinen Teile hier teilweise nicht abfallen oder man sie eventuell durchdrückt, eine gute Grundlage hier schaffen, und zwar alles auf Flat Tiles irgendwie. Und das ist jetzt erstmal das nächste Ziel. Ich habe die Schiene hier vorne erstmal nur ganz locker angesetzt, um euch das gleich zu zeigen. Ich habe wieder die Kontur der Schiene erstmal gemacht. Und so sieht das Ganze unterhalb aus. Und ich glaube, so können wir das lassen. Somit haben wir eine, ups, da fällt sogar schon irgendwie das Mannequin da hinten um, sehr stabile Unterkonstruktion. Das ist natürlich bei mir wichtig und immer das Ziel auch. Und von daher, jetzt geht's weiter. Ich baue das eben fest ein und dann melde ich mich. So, hier jetzt einmal der kleine Zwischenstand. Ich habe das soweit hier richtig fest verbaut. Mit dieser 2x2 Plate lässt sich schon gar nichts mehr ruckeln. Es ist alles wunderbar eben und es passt alles. Also ich bin echt zufrieden bis jetzt. Jetzt werde ich die erste Schiene hier erstmal machen. Und ich würde sagen, wir fangen noch nicht mit dem Gefälle an, weil wenn ich jetzt Gefälle mache, dann kann das sein, dass wenn er direkt hier die Linkskurve macht, dass er dann entgleist. Deshalb werde ich dieses Schienenstück noch auf der gleichen Höhe machen wie hier. Und ab hier gehen wir dann ein bisschen runter. Hier mache ich mich jetzt gerade an das erste Schienenelement dran. Es ist wie immer bombenfest. Die weiteren Schienenelemente werden einfach nur hinten unterbaut, dran geschoben und dann runtergedrückt. Total schnelle Geschichte für den Ein- und Abbau. Das zeige ich euch hier noch einmal. Zack, zack und auch wieder dran. Schnelle Sache. Ich denke, dass mit dem Gefälle haben wir hier richtig gut hinbekommen. Es ist pro Schiene ist es nur eine Plate Gefälle. Das reicht aber vollkommen und ist auch eigentlich die beste Steigung letztendlich. Jetzt haben wir schon so einiges geschafft heute, würde ich sagen, das war es auch für heute. Aber ich wollte noch einmal so ein bisschen auf meine V200 eingehen, denn da gab es doch schon hier und da schon mal die eine oder andere Nachfrage. Ganz besonders für den Alf, der mal in einem Kommentar nachgefragt hat, unter dem Video 95 von mir. Ja, meine V200 nicht besonders gebaut, aber mit funktionierenden Türen vorne und hinten. Also das ist überhaupt kein Problem, die soweit zu öffnen. Und darin befindet sich die Leiter und darin der Führerstand. Hier sind alles selbstgemachte Aufkleber drauf. Das ist jetzt nichts Besonderes. Der löst sich sogar fast schon, sehe ich gerade. Das Dach lässt sich auch soweit öffnen. Ich versuche es mal einmal. Dann können wir vielleicht mal reinschauen. So, das war es schon. Das ist einmal das Dach soweit. Ich denke, kein Hexenwerk, wie ich immer so schön sage. Und von innen sieht das Ganze so aus. Ja, da ist ein Kabel verlegt für die Beleuchtung, für vorne und hinten. Denn die Beleuchtung ist ja bei mir hier am 9-Volt Motor angeschlossen. Das zeige ich mal einmal kurz. Ich nehme ich auch nicht den Motor ab, sondern das andere Teil. Wollte ich gar nicht. Hier ist er. Und da habe ich halt die Kabel unter diese 1x1 Plates festgedrückt, sag ich mal. Und das funktioniert ganz hervorragend. Es ist auch noch nie eins abgegangen, muss ich dazu sagen. Egal bei welcher Lok. Die meisten sind ja bei mir schon beleuchtet. Aber ich denke, das ist eine klasse Sache. Also ein Motor reicht auch vollkommen aus für diese Lok, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt auch an, wie viel sie natürlich zieht. Aber 5 Waggons sind immer kein Problem. Kommen wir einmal zur Front einmal. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Hier habe ich diese weißen Schläuche eingeklemmt in C-Klemms hier. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Und dann natürlich dementsprechend gebogen. Dadurch kommt dieser schöne Schnauzenschwung quasi raus. Ich mache das nochmal eben einmal hier drauf, das Dach. Da können wir nochmal von vorne einmal schauen.
Ja, das macht diese schöne Schnauze aus. Und das ist alles halt in 6W gebaut. Dabei möchte ich auch gerne bleiben und werde nicht auf eine breitere Sache gehen. Auf keinen Fall. Ja, also bespielbar diese Lok. Es sind sogar Türen drin. Ich glaube, die ist mir ganz gut gelungen. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir auch mit dieser Lok jetzt erstmal die Zugfahrten. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und nachdem wir heute hier hinten die Gleise im Prinzip fertig gemacht haben, haben wir hier eine tolle Anschlussstelle für nächste Videos geschaffen, aber noch nicht ganz. Hier wollte ich beim nächsten Mal weitermachen. Hier muss eine ganze Straßenplate eingefügt werden und nicht nur eine halbe, wie ich es erst vorgesehen hatte. Das ist das Ziel, den Graben weiterführen. Der Graben wird wahrscheinlich verschwinden, das heißt der Durchlauf, oder hier kommt wieder ein Durchlauf hin und wir ziehen den Weg einfach hier rüber Richtung Straße, sodass wir mehr Platz für den Schrottplatz haben. Das ist auf jeden Fall das Ziel und deshalb würde ich sagen, machen wir das auch in der nächsten Runde. Also, bis dahin. Tschüss!